Herzlich willkommen zur Prüfung auf dem Prüfstand. In diesem und weiteren Videos erklären wir Ihnen die derzeit gängigen Prüfverfahren der Beschichtungstechnik. Wir zeigen Ihnen, welche Tücken und Missverständnisse es gibt und verraten Ihnen Tipps für die optimale Anwendung. Heute befassen wir uns mit dem Thema Gitterschnitt, wobei wir uns auf die kritischen Aspekte konzentrieren wollen. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich David Hoffmann von der DFO. Herr Hoffmann, was wird mit dem Gitterschnitt eigentlich geprüft? Die Gitterschnittprüfung ist laut DIN EN ISO 2409 ein Prüfverfahren zur Abschätzung des Widerstandes einer Beschichtung gegen Trennung vom Substrat, wenn ein bis zum Substrat durchgehendes Gitter in die Beschichtung geschnitten wird. Üblicherweise wird eines dieser 3 Schneidgeräte in den Betrieben eingesetzt. Hier sehen wir ein Cuttermesser mit Schablone zum Auflegen und Einschneiden. Wichtig ist, dass das Cuttermesser über eine starre Klinge mit V-förmiger Schneidkante verfügt. Hier haben wir ein Klapplineal mit Cuttermesser, das etwas mehr Spielraum beim Schneiden bietet, da man hiermit am besten einen Gitterschnitt auch auf leicht gekrümmten Bauteilen herstellen kann. Für stark gekrümmte Bauteile und Bauteile mit zu geringer Prüffläche ist die Gitterschnittprüfung ungeeignet. Mit diesem Mehrschneidengerät kann man schnelle und präzise Schnitte auf geraden Oberflächen durchführen. Bei allen Schneidgeräten ist der Schnittabstand bzw. der Abstand der Klingen zueinander abhängig vom Substratwerkstoff und der Schichtdicke der Beschichtung. Darüber hinaus gibt es noch das Einschneidengerät und automatische Gitterschnittgeräte, die wir jetzt hier nicht zeigen. Hier haben wir 2 Musterbleche mit 2 Gitterschnittprüfungen, die beide mit dem Mehrschneidengerät durchgeführt wurden. Substrat und Beschichtung sind identisch, trotzdem sehen wir hier ein gutes und hier ein schlechtes Ergebnis. Was können die Ursachen für diese unterschiedlichen Prüfergebnisse sein? Solche Ergebnisse können durch falsche Durchführung der Prüfung hervorgerufen werden. Wie bereits erwähnt, soll bei der Gitterschnittprüfung ein bis zum Substrat durchgehendes Gitter geschnitten werden. Wenn man sich ein beschichtetes Substrat im Querschnitt vorstellt, sieht man vereinfacht gesagt das Substrat und die Beschichtung. Bei der Prüfung dringen die Klingen des Mehrschneidengerätes in die Beschichtung ein und verschieben diese waagerecht zur Beschichtungsebene. Der Widerstand der Beschichtung gegen diese Kräfte und die Trennung vom Substrat ist Gegenstand der Prüfung. Dringen die Klingen zu tief ins Substrat ein, wird das Substrat hochgedrückt, wodurch sich die Beschichtung vom Substrat trennt. In diesem Fall wäre das Resultat ein schlechtes Ergebnis der Gitterschnittprüfung, das bei richtiger Anwendung gegebenenfalls in Ordnung wäre. Zur Gitterschnittprüfung haben wir auch noch einige Tipps für Sie. Tipp Nummer 1 wäre, die Prüftafeln gut zu fixieren. Bei Metalltafeln kann man das über einen Magnetblock machen. Nicht magnetische oder nicht metallische Substrate können Sie über Schraubzwingen befestigen oder auch über Vakuumtische. Tipp Nummer 2 ist, wählen Sie den richtigen Klingenabstand, abhängig von dem Substrat und der Schichtdicke, mit der Sie beschichtet haben. Tipp Nummer 3, überprüfen Sie die Klingen regelmäßig, zum Beispiel auf Sauberkeit oder dass die Klingenspitze nicht abgebrochen ist. Tipp Nummer 4, achten Sie bei den Handgeräten darauf, dass Sie den richtigen Anstellwinkel bei den Schneiden haben. Der Schnitt muss mit geringem und gleichmäßig verteiltem Druck in die Beschichtung eindringen können. Andernfalls könnte es zu Verkantungen kommen und das verfälscht das Ergebnis. Tipp Nummer 5. Nicht zu tief in das Substrat schneiden. Wenn Sie zu tief in das Substrat geschnitten haben, erkennen Sie das daran, dass das Substrat ausgefranst wirkt. Das erkennen Sie ganz einfach mit einem Blick durch die Lupe. Das Ergebnis der Gitterschnittprüfung wirkt dann sehr inhomogen. Bei metallischen Substraten ist ein zu tiefer Gitterschnitt zu erkennen, wenn Sie das blanke Metall in Breite der Schneiden durchsehen können. In diesen Fällen empfiehlt es sich, einen weiteren Gitterschnitt mit weniger Kraft durchzuführen. Vielen Dank, Herr Hoffmann, auch für die wertvollen Tipps. Eine abschließende Frage: Was erfolgt denn nach der erfolgreichen Gitterschnittprüfung? Viele Prüfvorschriften geben vor, lose Partikel nach der Gitterschnittprüfung durch das Aufkleben und Abziehen verschiedenster Klebebänder zu entfernen. Diese Methode ist allerdings problematisch, bedingt durch variierende Klebkräfte der Klebebänder, variierender Anpressdruck, variierende Verweilzeiten auf der Beschichtung und durch verschiedene Arten, diese Klebebänder zu entfernen, ist eine Vergleichbarkeit der Methoden untereinander schwierig. Außerdem besteht die Gefahr, durch zu hohen Anpressdruck und durch zu hohe Klebkraft des Klebebandes das Ergebnis des Gitterschnitts zu verfälschen. Eigentlich intakte Beschichtung, die durch den Gitterschnitt selber nicht abgelöst werden würde, könnte so abgetrennt werden. Alternative Methoden sind das Abbürsten des Prüfbereichs mit einer geeigneten Bürste oder das Verwenden von Stickstoff oder Druckluft. Außerdem zeigen Untersuchungen des Normausschusses, dass die Klebebänder nicht nur untereinander, sondern auch auf verschiedenen Beschichtungen
variierende Haftfestigkeit zeigen. Jede Beschichtung oder auch jede Lackrezeptur resultiert in unterschiedlichen Oberflächen, was sowohl die Oberflächenbeschaffenheit, die Struktur als auch die chemische Zusammensetzung betrifft. Selbst wenn alle das gleiche Klebeband verwenden würden, wäre eine Vergleichbarkeit der Prüfung nicht machbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich auf weitere Videos von Prüfung auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den eingeblendeten Internetseiten.